Ciao Leute, entschuldigt bitte meine etwas angeschlagene Stimme, ich war vor kurzem krank, deswegen gab es auch ein bisschen weniger Videos von mir als sonst. Heute wollte ich euch eine kleine Geschichte von meinem Auto erzählen. Wer hätte es gedacht? Die Geschichte, die geht nämlich so: Das Auto hat mich deutlich mehr gekostet, als ihr es vielleicht vermutet. Beziehungsweise vielleicht habt ihr es ja auf dem Thumbnail bereits gesehen. Das Auto habe ich gekauft letztes Jahr. Und zwar, es gab ja den Tesla Split. Und mein Ziel zuvor, ich habe ja in Tesla seit 2013 schon angefangen zu investieren. Und mein Ziel war irgendwann mal 100 Tesla-Aktien zu haben. So, und mit dem Split, und zwar im August letzten Jahres, gab es 1:5 Split, sprich für jede Aktie hat man 5 Aktien bekommen. Das heißt, habe ich 100 Aktien gehabt, habe ich plötzlich 500 Aktien gehabt. Und das hat mich natürlich extrem gefreut, und ich habe auch schon das Ziel vor Augen gesehen, dass ich mir einen Tesla endlich mal leisten kann. Und dann direkt nach dem Split sozusagen und nach diesem enormen Run bis, ich glaube, knapp $500 ist die Aktie wert gewesen. Innerhalb von nur 5 Tagen, glaube ich, oder 5 Business Days sozusagen, ist die Aktie um 33% gefallen. Und der Moment für diesen Tiefflug war für mich zumindest extrem ungünstig, weil genau zu diesem Zeitpunkt hat damals mein Lexus so ziemlich angefangen, den Geist aufzugeben. Und ich habe plötzlich gesehen, wo mein ganzes Erspartes sozusagen innerhalb von wenigen Tagen 1/3 verloren hat. Ich habe kalte Füße bekommen. Also das heißt, die Aktie sauste runter dann irgendwie von $500 auf die 300 zu. Und ich dachte mir nur, was passiert hier? Ist das wirklich eine Blase jetzt gewesen? Also ich war wirklich in Panik geraten. Und ich habe tatsächlich zu einem Preis von nur $330 die Aktie, 200 Aktien verkauft, nur um wirklich sicher zu sein, dass ich das Geld für einen Tesla habe, für ein Model 3. Selbstverständlich hat sich die Aktie nach nur wenigen Tagen wieder erholt, also auf ungefähr knapp $500. Da hatte ich aber die Aktien schon verkauft. Den Wagen, obwohl ich den am Anfang schon noch leasen wollte, beziehungsweise finanzieren wollte. Und ich habe auch so einen Vertrag wirklich unterschrieben. Aber das erzähle ich euch gerne auch noch in diesem Falle. Ich habe auf den nächsten Dip gehofft, dass die Aktie irgendwie noch einen Tiefflug macht und ich dieses Geld nochmal refinanzieren kann. Aber bei Tesla sollte man das echt nicht machen. Man sollte dann kaufen, weil man gerade Geld hat, und es einfach halten. Halten 5 Jahre, 10 Jahre, so lange wie ihr könnt, solange wie ihr das Geld nicht braucht. Es wird sich lohnen. So, no financial advice nochmal an dieser Stelle. Model 3, den habe ich mir bestellt aus den verfügbaren Wagen. Das heißt, man geht auf die Tesla-Seite, man kann dort das Auto konfigurieren. Jetzt momentan bei dieser Nachfrage ist der Zeithorizont, bis man das Auto kriegt, ist extrem lang. Und zu dem Zeitpunkt war es auch irgendwie ein paar Monate, aber ich habe damals das Auto sehr schnell gebraucht. Und ich habe mir angeschaut, welche Konfigurationen gibt es aus verfügbaren Wagen. Und es gab tatsächlich einen Wagen, und zwar diesen hier, mit Anhängerkupplung, mit den Rädern, den ich wollte, in der Farbe, die ich wollte, mit als AWD, also All-Wheel Drive 4x4, so wie ich den haben wollte, für einen angemessenen Preis. Und der war sozusagen verfügbar. Und nach nur 6 Tagen, nachdem ich im Bett auf meinem iPhone den Wagen bestellt habe, konnte ich den Wagen auch abholen. So, und das Lustige war, ich habe im Prinzip eine Anzahlung, aus diesen verkauften Aktien habe ich die Anzahlung gemacht und bin dann mit dem Vertrag dort angekommen im Delivery Center in Zürich. Und interessanterweise kam dann die Mitarbeiterin zu mir und sagte, ja, die Bank, die wird jetzt den Vertrag so nicht akzeptieren. Ich so, warum? Ja, weil sie haben nämlich mit Schwarz unterschrieben. Ich so, ja, das ist so, das müssen sie halt mit Blau unterschreiben. Ich so, okay, was machen wir jetzt? Ja, ich drucke das gleich nochmal aus. Sie unterschreiben und können das Auto abholen, fertig. Okay. Dann ging sie nach hinten, das vergingen ein paar Minuten. Sie kam dann mit dem ausgedruckten Vertrag wieder zurück. Vertrag unterschrieben, diesmal mit Blau. Danke, bitte, tschüss.
Ich habe den Wagen abgeholt, war froh und bin dann losgefahren. 2 Tage später erhielt ich dann einen Anruf und mir wurde gesagt, ja, es ist nämlich uns ein Fehler unterlaufen in Ihrem Vornamen oder Nachnamen, ich weiß nicht, haben wir einen Buchstabendreher, der Vertrag gilt so nicht. Ich so, okay, was machen wir? Ja, Sie müssen den halt nochmal ausdrucken und nochmal uns schicken. Gut, und das hat mich dann halt wieder stutzig gemacht. Ich so, ja, das muss irgendwie ein Zeichen sein. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe den Vertrag komplett durchgelesen. Wirklich alles bis aufs kleinste Detail. Und dieser Leasingvertrag, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich musste sozusagen, wenn ich den Wagen nicht übernehmen wollte und mehr als 10.000 Kilometer pro Jahr fahren würde, müsste ich dann pro Kilometer noch irgendwie Gebühren zahlen. Es hat sich falsch angefühlt. Und was habe ich gemacht? Ja, das Geld lag noch da auf dem Konto und dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Der Wagen will, dass ich ihn direkt kaufe, also überweise ich Ihnen den Rest. Und dann war es halt mit den Tesla-Aktien. Ja, das habe ich dann gemacht. Den Wagen direkt ausbezahlt. Der gehört jetzt mir. Das Einzige, was ich machen muss, ist, in meinem Fahrzeugschein ist noch der Eintrag drin, dass ich den nicht verkaufen kann, weil es halt quasi ein Leasingfahrzeug ist. Das muss ich eben noch, das ist eigentlich schon alles abgeklärt, nur muss dieser Eintrag raus. Deswegen muss ich da nochmal zum Amt. Aber das Interessante ist, selbstverständlich, hätte ich jetzt den Wagen nicht gekauft und die Aktien behalten, würde diese Summe, die ich damals für die Aktien bekommen habe, die würde heute 250.000 Franken sein. Das heißt, dieser Wagen hat mich 250.000 Franken gekostet. Und wisst ihr was? Also, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ich bin froh, dass ich ihn damals geholt habe. Ich habe jetzt über ein Jahr lang Erfahrung mit Tesla. Ich bin noch mehr überzeugt, dass das die richtige Entscheidung war, sowohl in Tesla zu investieren, als auch den Wagen zu holen. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir in den Wagen steigen, wenn wir irgendwo hinfahren können. Ich freue mich immer, wenn ich mit dem Autopilot experimentieren kann oder auch, wie ihr seht, ich freue mich, Videos für euch drehen zu können. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, wie ihr das seht, ob das jetzt eine Fehlentscheidung war. Ich glaube, das ist alles richtig. Und ich denke mal jetzt, gerade jetzt, mit dem Rest, was ich da sozusagen sonst noch hatte, kann ich mir noch ein paar weitere Teslas kaufen, was ich aber definitiv nicht machen werde, sondern ich werde die halten. Solange es geht. Wirklich. Und das Einzige, was ich machen werde, das habe ich auch schon ein paar Mal euch erzählt, ist diesen Wagen irgendwann mal tatsächlich verkaufen, wenn der 7-Sitzer Model Y, den ich noch im Jahr 2019, im Mai 2019 vorbestellt habe, als der vorgestellt worden ist. Da konnte man so ein Formular ausfüllen. Das habe ich gemacht. Wenn dieser mal da ist und lieferbar ist, hoffentlich aus Grünheide, hoffentlich aus Berlin, dann werde ich mit diesem Wagen Schluss machen und den neuen Wagen holen. Und ja, dann werde ich auch zu diesem UFO, der, wenn man ganz langsam vorwärts oder rückwärts fährt, so komische Geräusche von sich gibt. Weil dieser Wagen ist extrem leise. Dieser Wagen hat noch diese alte Mittelkonsole und Chromleisten. Einige mögen das, ich mag das ehrlich gesagt auch, aber mir gefällt auch Chrome Delete, also ich bin da jetzt nicht so wählerisch. Model Y soll Chrome Delete natürlich haben, komplett schwarz sein, wird sicher auch Blackbird heißen oder Blackbird 2, ich weiß es noch nicht. Die Felgen werden Aero-Felgen in schwarz sein, ich glaube der Wagen wird noch geiler aussehen, als Model 3 schon aussieht. Aber nun, wenn ihr Interesse an diesem Wagen habt, schreibt es mir in die Kommentare oder schreibt es mir auf Instagram in DM. Vielleicht werden wir dann nächstes Jahr uns irgendwann mal treffen. Das Wichtigste habe ich euch gar nicht erzählt. Nachdem ich den Wagen gekauft habe, habe ich natürlich getwittert, dass ich jetzt den Wagen von den Aktien gekauft habe, was auch immer, und dass mein Portfolio nahezu zu 100% aus Tesla besteht. Und tatsächlich ist auf mich eine Journalistin vom Wall Street Journal aufmerksam geworden und wollte mich interviewen dazu. Ich habe zugestimmt, habe dann ihr Interview gegeben. Wir hatten wirklich ein sehr nettes Gespräch und zwischendurch unterhalten wir uns per Twitter weiterhin. Und am 20. Dezember letzten Jahres bin ich tatsächlich in einem, also ich kann es ehrlich gesagt immer noch nicht glauben, in einem Finance-Teil, Business Finance nennt sich das,
abgedruckt worden. In einem Artikel online bin ich sogar mit Foto drin. Und da sind halt ein paar Gedanken zu dem damaligen Bull Run, wie sie das nennen, zu lesen. Also wer Interesse hat, ich verlinke euch gerne den Artikel unten in der Beschreibung. Ja, das war schon die Geschichte von meinem Auto. Ich mag den Wagen wirklich sehr und bin auch schon irgendwie dazu geneigt, sogar den zu behalten, und obwohl wir den Y bestellen. Aber das wäre ökonomisch eigentlich kompletter Blödsinn, weil alleine die Parkgebühr daheim kostet irgendwie 120 Franken im Monat, und dieser Wagen steht auch schon oft genug einfach nur so herum. Ihr wisst ja, wie es ungefähr in der Zukunft aussehen wird. Wir werden eher keine Wagen besitzen, sondern uns immer Taxis holen. Ja, mit diesem Gedanken muss man sich langsam anfreunden, dass das irgendwann mal in vielleicht 10, vielleicht 15, 20 Jahren definitiv eher die Regel sein wird als Ausnahme. Hinterlasst mir bitte Kommentare, was ihr dazu meint, zu diesem Ausblick. Ansonsten bleibt gesund, fahrt vorsichtig und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao. Was ich noch cool finde, dass man mit der manuellen Helligkeit des Displays hier eine super Leuchte draus machen kann, oder? Also es fehlen noch so ein bisschen Akzente hinten, also zum Beispiel sowas, was ich mal in der Garage mal probiert habe. Gell, aber ansonsten, was meint ihr? Funktioniert gut als Leuchte. Braucht man kein zusätzliches Equipment. Also bis dann, ciao, ciao.